do the seasons change? In your mind coming in with the rain. Tell me, does Moin Moin aus Spanien, hier ist der Kieler Jung mit einem neuen Update. Wir haben gestern die erste Nacht hier in Spanien auf einem Campingplatz übernachtet. Das Video dazu für die ersten paar Tage, das ist ja schon hochgeladen. Das ist natürlich etwas gewöhnungsbedürftig mit dem Chromebook und Chrome OS. Das Programm Power Director, das ist jetzt das eine oder andere Mal abgestürzt und das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber letztendlich hat es doch denn nach Stunden geklappt, dass ich ein Video hingekriegt habe. So, wir sind jetzt auf dem Weg oder auf der Route Picos de Europa. Das ist das kantabrische Gebirge. Ich drehe wie immer die Kamera einmal um, dann könnt ihr sehen, wo wir sind. Irgendwo da unten auf der Straße geistert meine Frau herum und macht Fotos. Es ist etwas eng hier auf der anderen Straßenseite, kann man kaum stehen. Und manche Leute, die fahren hier ohne Rücksicht auf Verluste durch die Gegend. Aber ich wollte euch ja die Berge zeigen. Da muss ich die Kamera mal hochhalten. Und da sind sie. Und das geht jetzt noch hier in die Berge rein. Ich weiß nicht, wie weit wir reinkommen, wie weit man reinfahren kann. Das werden wir dann gleich wissen. Wir stürmen wieder neue Gipfel im kantabrischen Gebirge. Und vielleicht hört ihr es im Hintergrund. Der Docker schnauft vor sich hin, ist jetzt bei 97 Grad oder so, haben wir hier die Bucht gefunden. Machen wir einen kurzen Halt, weil es geht noch höher. Ich hoffe mal, das funktioniert, weil ich habe jetzt kein extra Mikro angeschlossen, das zu hören ist. Ich hoffe auch, ihr seht im Hintergrund die Landschaft, wo wir gerade sind. So, kleiner Zwischenstopp war das. Moin vom Atlantik, hier ist der Kieler Jung. Nach einer kurvenreichen Strecke an den Küstendörfern der Atlantikküste von Nordspanien haben wir jetzt einen kleinen Strand gefunden, wo wir mal eine kurze Rast machen. Und ich hoffe, ihr hört hinter mir das Meer rauschen. Ich habe kein extra Mikrofon, der Wind hält sich in Grenzen, das sollte eigentlich funktionieren. Ich drehe die Kamera um und zeige euch mal den Strand. Moin Moin, hier ist der Kieler Jung von der Atlantikküste im Norden von Spanien. Ich zeige euch mal kurz meinen stressigen Alltag im Boondocker. Sekunde. Jo, ich muss hier Daten sichern. Ich muss hier die Batterie, die Akkus laden für unsere Filmkameras alle. Das ist alles so ein Stress und zu allem Übel habe ich hier auch noch den Atlantik vor der Nase, wenn ich jetzt 2 Schritte hier gehe. Das Rauschen ist ja unerträglich. Natürlich mache ich nur Quatsch. Also
Das ist unser Platz für heute Nacht. Ein Parkplatz, wo man wieder frei stehen kann, ohne dass einem einer nervt. Tagsüber ist es hier rappelvoll, aber heute ist auch Sonntag. Heute sind die ganzen Spanier hier mit ihren Familien, die hier noch einen schönen Tag verbringen wollen. Aber jetzt leert sich das Ganze so langsam. Ich drehe mal die Kamera wieder um. Wie sich herausgestellt hat, ist unser kleiner Vorhang, den meine Frau genäht hat, hinten für den Docker, das ist Gold wert. Der ist in 4 Sekunden aufgehängt ungefähr und man kann sich dahinter umziehen, mal eben waschen. Auch wenn man jetzt hier etwas in der Öffentlichkeit steht. Es ist einfach, ja, Gold wert, vor allen Dingen für die weibliche Hälfte, wenn sie mal auf Toilette muss und man kann wirklich nirgendwo anders hin, dann macht man sich eben hinten den Vorhang hin und kann sich da behelfen. Das ist eine Sache, die wir wirklich empfehlen können. Ist mit wenigen Handgriffen genäht, denke ich mal, muss ich meine Frau fragen, aber mit wenigen Handgriffen aufgebaut, das wollte ich dazu sagen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist der Kieler Jung und ich bin am Strand in der Nähe von Ribadeo an der Atlantikküste in Nordspanien. Wir werden heute die Atlantikküste verlassen. Es ist Montag, der 9. August 2021. Ich mache hier noch einen kleinen Strandspaziergang. Wir haben hier auf einem kleinen Parkplatz übernachtet, im Docker. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Meine Frau sagt, sie ebenfalls. Wir waren nur 3 Autos auf dem Parkplatz. Tagsüber sah das noch anders aus. Da war es Sonntag, die ganzen Spanier waren hier mit ihren Familien. Nicht die ganzen Spanier, aber viele Spanier. Und haben hier einen schönen Tag verbracht. Und jetzt ist es, wie gesagt, Montagmorgen. Und ich habe den Strand mehr oder weniger für mich alleine. War schon ein bisschen Drohne fliegen. Und nur wird es gleich Frühstück geben und dann ziehen wir los. Wir werden vielleicht noch versuchen, die Kathedralen, Playa de Catedrals mitzunehmen. Das kann man aber nur bei Ebbe machen, weil ansonsten müsste man Kampfschwimmer sein, um da runterzukommen. Das heißt, man müsste sich da auch voranmelden, weil die Besucherzahl reglementiert ist. Aber wir versuchen unser Glück. Ansonsten ziehen wir einfach weiter. Was hätte ich sonst noch auf dem Programm? Ich zeige euch gleich den Strand. Sekunde. Ich muss noch 2, 3 Sachen loswerden. Ja, zur App Park4Night. Die kann ich wirklich empfehlen. Man kann darüber denken, was man will. Man liest ja auch viel nicht so positive Sachen. Aber uns hat sie sehr geholfen. Ich glaube, ohne die App hätten wir das ein oder andere Mal auf der Landkarte rumsuchen müssen oder mit Google Maps oder was. So gibst du den Zielort ein, legst die Route fest, fährst los und fertig. Und die Plätze sind wirklich das, was wir bisher hatten. Also vom Feinsten wäre übertrieben, aber durchaus ausreichend. Kommt eben auf die Erwartungen an, die man hat. Ja, das war Park4Night, das eine. Zum anderen Corona, das leidige Thema. Wir sind an keiner Grenze kontrolliert worden, weder von Deutschland nach Frankreich, noch von Frankreich nach Spanien, noch sonst irgendwo. Das lief alles ja ohne Kontrollen, ohne irgendwas. Hier in Spanien laufen die Leute alle sehr diszipliniert mit Masken herum. Im Supermarkt wird man aufgefordert, sich noch einen Plastikhandschuh anzuziehen, was ja auch durchaus verständlich ist. Dann klatscht nicht jeder alles an. So, und jetzt wie versprochen, einmal ein Kameraschwenk und ich zeige euch den Strand. Jetzt könnt ihr nur noch meinen langen Schatten sehen. Aber hören müsst ihr mich trotzdem noch. Das Ribadeo ist einer von verschiedenen oder mehreren Küstenorten hier an der westlichen Ecke der Atlantikküste. Weiter östlich, das ist alles sehr touristisch geprägt. Also da sind wir einfach weitergefahren. Das war jetzt so nicht unser Ding. Aber hier ist das etwas wilder, etwas rauer und nicht so überlaufen und traumhaft schön. So Atlantik
hat schon was für sich. Wir hatten die Füße drin. Vor 2 Jahren hatten wir die Füße im Pazifik. Das Mittelmeer kommt auch noch dran in ein paar Tagen. Dann haben wir schon einiges gesehen, wenn wir dort im Mittelmeer angekommen sind. Ab heute, wie gesagt, geht es Richtung Landesinnere, Richtung Madrid. Wir wollen nach Toledo und gucken, was uns da erwartet. Wir werden also bekanntermaßen nicht die Autobahnen fahren, die Autovistas oder Autovias oder Autopistas, wie sie hier heißen, sondern werden die als Scenic Route eingezeichneten kleineren Straßen nehmen. Und wenn wir was finden am Wegesrand, was unsere Aufmerksamkeit erregt, dann werden wir das einfangen. So, jetzt halte ich aber meine Klappe und zeige euch noch ein paar Impressionen vom Strand am Atlantik in Nordspanien. Tell me, do the seasons Und jetzt habt ihr gedacht, endlich hält er mal die Schnauze. Ne? in your mind coming in with the rain? Tell me, does it feel like home? Let it in, let it go on now. Pull it close to give it up somehow. Tell me, do you stay the same? If you could just see me now, would you believe it now? Clouds breaking, the sky spilling over. I'm coming clean in the water. You were just holding out for everything you got now. Come close, you can lean on my shoulder. We're coming clean in the water. Tell me, does it like it all? When you're left with the world all alone. Tell me, does the time slow down? So, wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den YouTube-Kanal Boondocker. Da gibt es das Ganze in epischer Breite mit schöner Filmmusik. Bis dann, ciao.